Und damit willkommen zurück zu The Great Ace Attorney, meine Lieben. Wir sind hier stehen geblieben bei der netten Dame. Die aus England stammt, die English Lady. Sagen wir es mal so, wie es ist. A Fleeting Side. Explizite Schriftart für die englische Sprache, aber gut, aus japanischer Sicht wird das wahrscheinlich so sein. I had arranged to meet her for a little. Warum durch a little mit rein? I had arranged to meet for a slightly late lunch Leon with Dr. Wilson that day. The professor was unable to eat, so I ordered for myself only a beefsteak. I like it. Oder wie? After a while, the accused came over to greet the professor and they got into a fierce argument. Also sie scheinen eine Unterhaltung gehabt zu haben, so wie sie sich quasi Beefsteak bestellt hat in der Hinsicht. Wie ich das gerade verstanden habe, aber nagelt mich nicht fest. Ich übersetze nur sehr grob, muss man sagen. Then not long afterwards, the accused took the professor's gun and shot him right before my eyes. Ja, nicht lange. Und dann schoss jemand mit dem Professors Waffe vor ihren Augen. Nach dem Motto, was er macht. I don't carry a gun myself. Also ich hatte nie die Pistole bei mir. So obviously I couldn't have been the culprit. Das war doch eigentlich schon wieder. Bevor das hier weitergeht. Yes. Ach, der Schuldiger. Okay. Culprit. Culprit. Okay. Danke, Google-Übersetzer. No, ich habe das jetzt vom Richter nicht vorgelesen. Währenddessen finde ich exzellent. No, I didn't have any kind of agreement with the professor at all. Also ich hatte nie ein Argument für den Professor oder wie? Quite leise. Das ist sowas, was ich weiß. Ah, Gott, ich bin Fun Fact damals, ich bin sowas von amused darüber in der Hinsicht. You filthy wretch. Und mit den Kontext will ich jetzt bitte schon mal schon wirklich übersetzt haben. Sind wir wretch. Du dreckiger Kerl. Okay, für den Kontext auf den Kontext bin ich jetzt mal gespannt, wer daher. Okay, das hätte ich wirklich nicht übersetzen können. Look at you, you black-haired blackguard, and look at this snow white angel. Schau dich an, du schwarz gekleideter Blackguard. Ist das aber was? Muss ich nicht verstehen, muss man sagen. Und dass wir diesen schneeweißen Engel anschauen. I'm sure even a dark-minded scoundrel like you can imagine whose words the court is going to believe. You're still making the same mistakes, Yonosuke. You mustn't blurt out when you're goaded like that. That's a lesson you need to learn. Also man muss lernen, damit umzugehen, auf gut Deutsch gesagt. Wenn er dich provoziert in der Hinsicht. Ja, damit muss man umgehen können in der Hinsicht. Oh, but he's so anyone. Annoying.
Den Kontext bin ich auch mal wieder gespannt. Ich benutze gerne Anno. Ja, ach so, er ist so nervig. Ach so, okay. Den Kontext bin ich ja immer gut zu haben. Of course, I was at the things as well. I took statements from this lady and the two witnesses who testified before and reported back to the bureau. It was decided that was Miss Brett was not involved, so I let her go. The testimonies of the last two witnesses were completely wordless, however. Also die Aussagen der letzten zwei Zeugen waren komplett wordless, wertlos. Wie auch immer. Well, even so, on the day an dem fraglichen Tag, the lady was wearing the same outfit as she is today. Also sie hatte das gleiche Outfit an wie an dem Tag. As you can see, there is nowhere about her person where she called counsel a firearm. Also, kann sehen, dass sie keinen Feuerarm hatte oder wie in der Hinsicht. Bekannt, sentimental. I would think she called it a gun almost anywhere in that outfit if she wanted to. Könnte überall bei ihrem Outfit eine Kanone haben. Unless and until the precise location where the is to have hidden a weapon can be show this is mood. Was für ein Mut? Ich habe da Details überhaupt nicht verstanden, aber Details sind wichtig. There are no pockets in my outfit. I have nowhere to hide a gun. Gerade sie hat keine Taschen in ihrem Outfit und hat auch keine. Nur die Pistole ist halt nicht reintun hätte können. Aber die hätte sie unterwegs schon längst entzeugen können in der Hinsicht. Gut, zur damaligen Zeit weder Schmauspuren oder auch Fingerabdrücke wurden ja später der Kriminalgeschichte hinzugefügt. Meines Wissens nach in der Hinsicht. Dementsprechend. Oder warum muss ich immer dabei so viel gehen in der Hinsicht? Souls are to witness Owen words on the matter. Das sind der Zeugen ihrer eigenen Worte in der Hinsicht. That's ridiculous. If only I was allowed to lift up her dress, I could prove it. Also er will lüften das Geheimnis um ihr Outfit. Das verspricht er in der Hinsicht. Oh nein, das habe ich nicht gegoogelt, das ich habe. I don't think about doing anything rush. Denk nicht darüber nach, handle schnell, Rionoske. But I didn't fire the gun, I picked it up. There must have been another gun there today. Also der geht davon aus, dass eine andere Kanone abgefeuert worden ist. You are right about that, which means this lady was hiding a gun somewhere. Also, wie auch immer, und die muss irgendwann anders eine Gun versteckt haben. Und jetzt hat er das mal eben recht haben. Yes, that's what we have to prove it now. Also wir müssen das jetzt quasi beweisen in der Hinsicht. And do so.
And to do so, we will need to pull Testimony apart. Wir müssen jetzt ihre Aussagen angreifen. The defense may now cross-examine the witness. Also das Kreuzverhör beginnt. Oh, yes, Your Excellency. Euer Ehren. Ei. Dann wollen wir doch mal schauen, was hier so los ist hier. After 2 p.m. in fact. That's really quite a late lunch, isn't it? You don't keep up with the latest fashion from Britannia. Your late lunches are in vogue, isn't that right? No, das kann ich dieses Mal auch lesen von der Schriftart her. Geil Spiel. The safe English no has quite a sting to it. The gentleman is currently working in the victim's research laboratory, it seems. So it was apparently a daily occurrence that they would lunch together. But on the day in question, the victim had another appointment at the clinic first. Also, das war eine Wort hier. Ja, dann nochmal dieses Appointment. Oder über die falschen Termin. Okay, das hätte ich nicht mal als Termin in der Klinik gehabt. Yes, we can prove from the medical report card that was submitted as evidence earlier. Dementsprechend Evidenz? Also ich muss ernsthaft mal so ein... Ach, Beweis, okay. Ich muss mir ernsthaft mal dafür so ein Englisch Vokabel jetzt mal hier quasi mal anlegen. Ich werde sowieso wieder vergessen. That's right. This bread. Alter, wie so einen typisch deutschen Namen hat wie Brett. Oh Gott, ey. And the victim want to lunch following the victim's treatment, which is why it was so late. Yes. That all makes perfect sense. Das macht alles Sinn. Such wonderful Logik. Das ist eine wundervolle Logik. What a shining exemplar explain of English intelligence this fine gentlewoman is ladylike oder wie? So you both arrived at the restaurant. What happened next? Also bis jetzt komme ich stecke ich nicht mehr ernsthaft dahinter, was da jetzt halt das Sachverhalt ist in der Hinsicht. Aber gut, aber wahrscheinlich noch heraus in der Hinsicht. Ach, ich will das lieber verdammt gehen muss, ey. Das ist nicht so ernsthaft viel dazu kommt mag, aber hey, he was unable to eat, you say. And that was because he'd just had a tooth removed at Hotta Clinic, correct? That's right. You are supposed to actually check with the witness before answering. Das ist sie erstmal die Zeuge befragen, bevor du antwortest. Was Miss Brett aware of that fact? It seems so. Yes, she heard that the professor was to have some dental treatment. So that would mean
said it was you who ate the steak pictured here. Is that the right, Miss Brett? That's right, yes. The print you have there shows the table exactly as it was left after the horrifying events. Exactly as it was left. Dear mir, meine Liebe, what a harrowing experience to leave traveled to a distant island on the far side of the world and be embroiled in such a distant island, or to have traveled to a distant island on the far side of the world and be embroiled in such a tragic incident. Also, sie ist jetzt hierher gereist auf eine entfernte Insel auf der anderen Seite der Welt und wurde in einen tragischen Vorfall verwickelt. Have no fear, my dear lady. I swear I will crush the evil fiend that has subject you to this terrible plight. So, das will ich auch gar nicht übersetzt in der Sicht. So, the victim, Dr. Wilson, had nothing to eat or drink at all. Also das Opfer, Dr. Wilson, hat nichts zu essen oder zu trinken die ganze Zeit. That's right, other than some carbonate water. Warum denkt jetzt gerade mein Hirn an verflüssigtes Carbon, das ist quasi in Form von Wasser verabreicht wird? Also, was soll denn der Bullshit schon wieder? Kann mir das einer mal vernünftigerweise, also Kohlensäure, also kohlensäuriges Wasser. Das ist katastrophal in der Hinsicht. Just water? Yes, the professor was unable to eat, but he had been given permission to drink water. So it appears that dinners toasted the lunch with a glass of water each. Das ist sie aber da mit einem Glas Wasser gesessen. They each raised a glass of carbonate water. So, what do you think, Rianoska, about this? It's very meaningful. Also, ich würde mal sagen, das ist verdammt wichtig in der Hinsicht. That last statement of yours, Miss Brett, has a profound bearing on this case. Eine sehr wichtige Aussage in der Hinsicht. Ich finde das aus Prinzip wichtig. Ich weiß zwar nicht, wohin mich das hier führen wird, weil ich total die Ahnung habe, wie man fällt. Nein, ich habe überhaupt nicht die Ahnung, man muss das schon wirklich sagen. In der Hinsicht, well, how fascinating to do that. To tell us what is this profound bearing, huh? The significance of the statement will become apparent when the time is right. The defense calls for the witness's last statement to be formally added to the testimony. Well, sidestep console. Very well. Miss Brett, kindly repaint what you just said to be added to your official testimony. Gladly. Ist das so wie was wie selbstverständlich oder? Ja, ach so, gerne. Hä?
Ich komme definitiv nicht darauf klar. Okay. Ich nehme das einfach mal so her. That was brilliant, Kazuma. I'm going to remember that one. Which one? The significance will become apparent when the time is right. I could really use that phrase. I'd hope there are some more useful tips you're picking up from this experience than such. Oh, ich habe leider vergessen, mir was einzuschenken vom Part. Jetzt muss ich das während des Partes machen. Das ist doch eine Katastrophe, echt, ey. Entschuldigt mich kurz. So. Kann auch schon jetzt weitergehen. Hat auch gar nicht lange gedauert in der Hinsicht. Eine einzige Katastrophe. So both you and the professor drank this carbonate water, did you? Yes. Being the waiter, I borrowed the 2 glasses myself. I clearly remember doing so. Except you are actually a detective. And the beefsteak, that was for you, Miss Brett. The lady says that she'd heard it was not customary to eat beef here until Japan opened its door to the world. Entschuldigt. Also, sie hat damit nicht gerechnet, dass wir in Japan Rind, also Steak, also oder besser Fleisch in der Hinsicht in Japan, also Japan diesbezüglich öffnet für die japanische Story für die Welt öffnet in der Hinsicht. Yes, that's true. What a frightful place is the lady's opinion. Frightful place? Yeah, that reicht well. And I've heard it's not customary to eat sashimi in Great Britain. No, that's frightful. Das ist eine Katastrophe, oder? Wieso, was soll das Wort jetzt heißen? Entschuldigt, dass ich halt so viel Wörter nachschlage, aber schrecklich. So schrecklich ist das. Erschrecklich, dass ich das nicht wusste. In der Hinsicht. Every country has its own cuisine. Jedes Land hat seine eigene Küche. As long as people have food to eat, what does it matter what it is? True. Come to think of it. The first time I tried carbonate water, it was much more of a shock than the first time I tried beef. Also dementsprechend ist das auch schon eine Katastrophe, oder wie? But anyway, but back to this witness statement. Someone, I feel like there's something out of place in the what? Ich fühle irgendwas außerhalb vom Platz, was sie sagte. We need to pounce on even the slightest thing now. Because you never know what may lead us to your goal. Our goal of turning this trial around. Understood, Kazuma. Wir sind erst bei der dritten Aussage. Oh guter Gott, echt ey. After I never got into an argument with the professor. Also ich bin nie in ein Argument vom Professor eingefallen oder sowas in der Art.
I need when notice him was go over to say hello. Ich habe ihm bloß Hallo gesagt. Please don't get angry with me. No, I wasn't directing the retort at you. It was meant for the lady next to you. But anyway, as I said, I did not agree with the professor. I'm afraid your words are in vain. Sorry. Whisper doesn't not appear to speak Japanese. No, of course not. Japanese is such a comparison language. Das ist da schon wieder nachschauen in der Hinsicht. Schuldig. Komm. Oh, stimmt, habe ich verschrieben. Schwerfällig, also eine schwere Sprache in der Hinsicht. Anyway. Schweres Englisch is the future. We must all speak inclusive. Ich frage mich ernsthaft gerade, was der sich eingeworfen hat. I wonder if the prosecution will I feel that way forever our only the presence of a beautiful woman, huh? Well, that beautiful woman is telling planted lies with a completely straight face mit einem wunderschönes Gesicht oder wie, vortäuschenden Gesicht oder wie. I have to find something that will unravel her testimony, no matter how seemingly insignificant it may be. Anyway, it was that after the argument, the accused briefly returned to his own seat. That part is in with what you said, doesn't it? Yes, I still had someone coffee to drink. And the next time you got up after that was when I finished my coffee and stood up to leave. Aber was jetzt in den zwei anderen Aussagen noch rauszuholen ist, das sehen wir erst im nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, meine Lieben.